Ich bin seit fast einem Jahr hier. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Es fühlt sich an wie gestern, als ich hier angekommen bin. Und jetzt ist es auf einmal vorbei. Einfach so. If you got a kiss on your lips that you're looking for somebody to take. If you got a heart that ain't afraid to love, ain't afraid to break. Ja, hallo meine Lieben. Die meisten von euch sind jetzt fast ein ganzes Jahr mit dabei, seit ich hier in Amerika bin. Und ich habe gedacht, ich drehe jetzt mal zum Ende hin ein Video, wie es mir so geht, wie die letzten Wochen sind und ja, dass ihr auch mal einen Eindruck bekommt, wie es denn für Au-pairs ist, bevor man nach Hause geht. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich genau so anfangen soll, um das richtig zu erklären. Ich freue mich unglaublich, nach Hause zu kommen, unglaublich für meine Familie, meine Freunde, einfach das wieder alles um mich zu haben. Aber gleichzeitig bin ich auch traurig, weil ich doch ein zweites Leben hier aufgebaut habe und das hinter mir lasse und auch meine Freunde und ja, ich werde meine Kids auch vermissen. Aber ich freue mich unglaublich auf meine kleine Schwester. Also es fühlt sich einfach komisch an. Man hat immer dieses beides. Meine Hausmama hat gesagt, es ist bittersweet. Dass man sich freut einerseits, andererseits auch traurig ist. Und ja, es fühlt sich tatsächlich so an. Ich hätte nie gedacht, dass ich doch so sehr an dem Ganzen hängen würde. Aber ich habe mich einfach total verändert. Merke ich jetzt immer mehr. Ich habe so mit 6 Monaten habe ich gedacht, ja, ich habe mich nicht so arg verändert. Aber jetzt kommt es immer mehr. Ich bin viel selbstsicherer geworden. Ich weiß viel mehr zu schätzen, was ich alles schon geschafft habe. Viel mehr zu schätzen, was ich hier geschafft habe. Und dass ich es durchgestanden habe, obwohl vieles bei mir nicht so einfach war in diesem Jahr. Aber ich bin unglaublich stolz auf mich und auch so froh, die Chance gehabt zu haben, so viel zu sehen und so viel zu machen. Und in den nächsten Wochen kommt auch noch einiges. Also ein paar Sachen kommen noch, die ich noch sehen werde. Und ja, es fühlt sich komisch an. So Mitte des Jahres habe ich gedacht, ja, ich freue mich einfach nur, wenn ich weg bin, weil es eben nicht so leicht bei mir war. Und dass ich die Kids wahrscheinlich auch gar nicht so sehr vermissen werde, das war natürlich normal, aber da war es auch nicht so leicht. Jetzt ehrlich gesagt muss ich sagen, dass es doch schon traurig ist. Und ich ein bisschen eifersüchtig bin auf das neue Au-pair. Die kommt nächste Woche an. Und ich arbeite dann noch den Freitag mit ihr zusammen. Und dann muss ich mal abklären, wie das Ganze abläuft. Ich habe noch ein bisschen Urlaub, das heißt, ich kann noch ein bisschen reisen, aber ich werde sie auch ein bisschen einlernen. Und ja, dann mal sehen, wie das Ganze so abläuft. Was ich gerade sehr toll finde, dass ich merke, dass meine Kids wirklich auch sehr an mir hängen. Und sie haben auch noch eine Überraschung für mich und ich habe auch eine Überraschung für sie. Und das werde ich euch aber danach nochmal genauer erzählen, wenn ich die Zeit dazu finde. Ja, es ist einfach komisch jetzt zu sagen, okay, man geht jetzt nach Hause, man ist hier fertig. Ich fühle mich einfach, wie wenn ich gestern ins Flugzeug gestiegen bin, total verheult in New York angekommen bin und ja, mich in das größte Abenteuer meines Lebens gestürzt zu haben. Es fühlt sich einfach komisch an. Ich kann einfach nicht ganz nachvollziehen, dass es jetzt vorbei ist, dass es tatsächlich ein ganzes Jahr war. Ich habe gewusst, dass die Zeit schnell vergeht, aber das kommt mir vor wie ein Monat. Ja, ich kann es einfach anders nicht beschreiben. Vielleicht ist es auch so, weil einfach so alles Schlag auf Schlag kam. Ich hatte diesen Trip und den Trip, dann ein Konzert, immer Weihnachten. Dann kam schon meine Familie und mein Freund war hier und ich glaube einfach, dass es in dem Jahr alles geballt ist und dadurch die Zeit nochmal schneller vergeht. Aber ich weiß trotzdem zu schätzen, wie viel Zeit ich hier trotzdem hatte und was ich sehen durfte. Angefangen von Santa Cruz und die Redwoods, das war eins meiner Highlights. Ich war jetzt dieses Wochenende war ich campen am Lake Tahoe, das war auch wunderschön. Und einfach so viele Sachen, die ich sehen konnte, direkt hier am Meer zu wohnen. Und das ist einfach, ja, ein ganz anderes Leben einfach. Und ich weiß einfach, dass es mir sehr fehlen wird, direkt am Meer zu leben. Immer die Möglichkeit zu haben, etwas zu unternehmen. Das kann ich in Deutschland auch, aber natürlich nicht das gleiche wie hier. Ich denke einfach, dass es am Anfang schon komisch wird, wieder in Deutschland zu sein. Aber
dafür weiß ich umso mehr zu schätzen, was ich hier erlebt habe und was auch zu Hause auf mich wartet. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich, wenn ich wieder in Deutschland bin, es ändern werde, dass ich am Wochenende doch mehr mache, weil ich es jetzt einfach so gewohnt bin. Und ja, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, wo ich weiter erzählen soll. Es ist einfach so viel, was gerade in meinem Kopf vor sich geht. Ich muss noch an so viele Sachen denken und ich muss auch gucken, wie ich mich darauf einstelle, nach Hause zu kommen. Ich glaube auch, dass ich erstmal überfordert bin, dass alle Deutsch mit mir reden. Das denke ich wird auch ein bisschen komisch, weil jetzt weiß ich, okay, unter der Woche rede ich eigentlich nur Englisch, bis auf das Skype, das ich habe oder wenn ich mit meinen Freunden schreibe. Aber ansonsten rede ich ja nur Englisch. Und ich weiß auch, okay, am Wochenende rede ich hauptsächlich Deutsch. Dann ist das gar kein Problem. Aber wenn ich ja nur Deutsch rede, ich glaube, das wird ein bisschen komisch. Ich hoffe einfach mal, dass das kein Problem wird. Ich hatte letztens, habe ich ein Spiel mit meiner Großen gespielt und man musste zählen und mitten im Englischen habe ich plötzlich auf Deutsch weitergezählt und dann wieder auf Englisch und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Sie hat es mir sagen müssen. Ich habe es nicht gemerkt. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich weiß nicht, wie ich alles in meinen Koffer bekommen soll. Das ist so die andere Sache. Ich werde Babsi eine Tasche mitgeben, eine Reisetasche mit Sachen. Habe dann meinen großen Koffer, meinen kleinen Koffer und auch meinen Rucksack oder Handtasche. Das weiß ich noch nicht, was ich da mitnehme. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob ich das alles so reinbekomme. Ich habe das Gefühl, es ist doch alles mehr geworden, als ich dachte. Und ich bin mal gespannt. So. Aber ich guck mal, dass ich da vielleicht auf Instagram auch ein paar Bilder hochlade, dann wie das Packen so bei mir klappt. Und wie viel es tatsächlich am Ende doch geworden ist. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Das werden wir dann noch sehen. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich super aufgeregt, nach Hause zu kommen. Ich bin super aufgeregt, noch ein paar Dinge sehen zu können. Ich gehe noch zum Grand Canyon und ich gehe noch nach Chicago und ich gehe noch ins Disney World und in die Universal Studios. Und ich freue mich unglaublich. Also ich mache alles alleine. Ich bin da alleine, weil einfach jetzt auch gar keiner mehr Zeit hat. Aber ich kenne in jeder Stadt jemanden und das hoffe ich, das schaffe ich jetzt noch in meinen letzten Wochen. Und dann fliege ich auch schon nach Hause. Ja, ich kann euch aber gleich auch mal erzählen, was ich danach machen werde. Ich habe eine Stelle in einem Kindergarten bei mir im Ort. Und das Gute ist, ich habe da schon ein Praktikum gemacht. Also ich kenne da die meisten. Und ich werde eine Gruppe haben mit, ja, ganz normal ab 2 Jahren bis älter. Und da freue ich mich schon wirklich drauf, weil ich jetzt einfach Erfahrung sammeln möchte. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, wenn ich nach Hause komme, habe ich auch noch, hat meine kleine Schwester Ferien. Das heißt, ich kann da noch viel Zeit mit ihr verbringen. Und ich hoffe, dass ich dann wieder gut in den deutschen Alltag reinkomme. Und mit der Zeitumstellung auch klarkomme. Das hoffe ich auch noch, dass es klappt. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, aber erstmal habe ich hier noch ein bisschen was zu sehen. Und ich werde jetzt dieses Wochenende mal gucken, dass ich so eine Probepacken mache. Weil ich muss mich einfach wohler damit fühlen. Ich muss einfach gucken, dass ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich brauche das. Also ich muss auch so ein paar Wochen vorher einfach noch mal gucken, dass alles klappen wird und dass ich nicht einfach 3 Tage vorher dastehe und nicht weiß, wie ich alles nach Deutschland bekommen soll. Ja, und am Sonntag gehe ich dann nochmal hiken. Hier auf einen Mountain. Da gibt es Wasserfälle und das steht noch auf meiner Liste, deswegen muss ich das noch machen. Und ich gehe auch nochmals in einem Open-Air-Kino und treffe da Freunde und genieße es, in San Francisco zu sein. Ja, ich liebe die Stadt einfach. Ich weiß, ich rede ein bisschen durcheinander, aber in meinem Kopf ist doch alles einfach durcheinander, deswegen mache ich einfach mal weiter. Ich glaube, ich wollte euch einfach noch erzählen, was mir denn hier so fehlen wird. Mir werden natürlich meine Kids fehlen. Mir wird ganz arg fehlen, dass hier alles viel weiter ist, dass ich das Meer um mich herum habe, dass ich so viel sehen kann. Ich liebe San Francisco, ich liebe die Stadt einfach, ich liebe den Charme der Stadt, ich liebe
dass ich immer wieder was Neues entdecken kann und dass einem dann nie langweilig wird. Und ich liebe diese ganzen Events. Ich habe jetzt gerade eine Summer Break für die Kids. Es gibt so viele Sachen. Wir waren bei einer Puppet Show, es gab einen Circus, es gab einen Magician, der nicht ganz so gut war, aber es gab einen Magician. Und es gibt einfach so viel mehr, was ich hoffe, was in Deutschland auch noch mehr kommt. Ich kenne das so ein bisschen von meiner Schwester, aber es ist noch nicht so viel wie hier. Und ja, was werde ich alles vermissen? Ich werde Starbucks vermissen. Oh mein Gott, werde ich Starbucks vermissen. Es ist einfach, ich muss noch nicht mal immer hingehen, aber es ist dieses Gefühl zu wissen, okay, es ist überall einer, ich kriege überall was zu trinken, was Gutes, ich kriege überall was Kleines zu essen und dann geht's mir gut. So. Es ist einfach, ich werde Starbucks zu vermissen. Ich liebe Starbucks. Ja. Und ich werde Frozen Joghurt vermissen. Ich liebe diese Toppings und alles. Ich kann ja nicht so viel essen, aber das, was es gibt, darüber bin ich immer sehr glücklich und muss ich mir vielleicht zu Hause meinen eigenen Frozen Joghurt machen. Aber das werde ich auf jeden Fall vermissen. Es ist einfach diese, ich glaube, ich werde hier diese Freiheit vermissen, dass ich sagen kann spontan, okay, dieses Wochenende gucken wir uns jetzt das und das am Meer an oder wir liegen an den Strand oder machen das. Aber ich werde versuchen, das auch auf Deutschland zu übertragen. Ich habe schon so ein paar Sachen in meinem Kopf. So London, Irland, so ein bisschen. Also Mama und alle, ihr wisst, ich muss noch ein bisschen in Deutschland reisen. Also, wenn ich in Deutschland zurück bin, muss ich ein bisschen reisen. Auf jeden Fall. Das wird mir auf jeden Fall auch fehlen, weil das jetzt einfach so normal für mich ist. Und ja, klar, meine Persönlichkeit ist vom Grund das Normale, diese Base ist gleich geblieben. Aber ich finde einfach, dass sich doch was getan hat. Ich gehe einfach auf Leute zu und rede mit denen, mit ganz fremden Leuten, Deutschen hauptsächlich. Letztes hatte ich im Bus und da waren so Deutsche und dann habe ich einfach mit denen geredet. Gesagt, ja, ich bin auch Deutsch und irgendwie ist man hier so glücklich, wenn man plötzlich jemanden Deutschen hört, aber ich glaube, wenn ich in Deutschland bin wieder, bin ich da ein bisschen überfordert. Aber ja, das macht mir jetzt eigentlich gar nichts mehr aus. Da hatte ich eigentlich immer total Angst vor und da bin ich auch so stolz drauf, dass sich das jetzt geändert hat. Und ja, ich kann euch gar nicht sagen, was sich alles verändert hat, aber ich weiß, ich habe mich verändert. Und ich weiß einfach viel mehr, was ich von mir will. Ich will ausziehen und ich weiß auch schon, wie ich das alles einrichten werde. Meine Mama geht mit mir zu Ikea. Darauf freue ich mich ganz arg. Und ja, ich weiß einfach alles viel mehr zu schätzen. Ich weiß zu schätzen, was ich alles schon geschafft habe und was ich alles gemacht habe und wie ich mich verändert habe in den ganzen letzten Jahren. Und ja, ich finde, so eine Au-pair zeigt dir einfach nochmal, was du kannst, was du alles schaffen kannst, vor allem wenn du im Prinzip von Anfang an alleine bist. Und ja, ich bin auch froh, dass ich hier tolle Freunde gefunden habe. Vor allem Babsi bin ich unglaublich dankbar, dass wir dieses Jahr zusammen hatten. Und ich werde sie auch ganz schön vermissen. Aber wir wohnen ja nicht so weit weg voneinander, deswegen sehe ich das alles auch ganz positiv. Und ja, ich bin einfach im kompletten Gefühlschaos. Ich glaube, das habt ihr jetzt schon gemerkt. Ich wusste auch gar nicht, wo ich dieses Video anfangen soll, wo es im Prinzip endet. Ich wollte einfach mal drauf loslegen und hoffe, das war nicht zu verwirrend für euch. Ja, ich hoffe einfach, dass euch das Video ein bisschen den Einblick gibt, wie man sich so fühlt, bevor man fliegt, bevor man wieder nach Hause geht, beziehungsweise kurz bevor das Jahr zu Ende ist. Und weil es eben bei mir gerade so das mega Gefühlschaos ist, musste ich das jetzt einfach mal losenden. Und ja, I hope you don't mind. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch Videos drehen. Ich hoffe, dass ihr auch noch ein paar Videos sehen wollt. Wenn ihr irgendwas Spezielles über das Au-pair sehen wollt, wie zum Beispiel der Abschied ist oder über das neue Au-pair oder was ich noch sehe oder wie das Ganze abläuft, wie auch meine Ankunft zu Hause ist. Darüber will ich auf jeden Fall ein Video drehen, das bekommt ihr auf jeden Fall. Aber wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Fragen, ich beantworte euch jede Frage. Ihr könnt mir alle schreiben
Und dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann liked mein Video auch bitte. Und ja, schaut auch auf meinem Blog vorbei. Ich schreibe da eigentlich so gut wie es geht über alles. Ich versuche jede Woche zu schreiben, gerade noch. Und hoffe, das klappt. Und auch über die letzten Wochen möchte ich natürlich noch was schreiben und auch wie es ist, zu Hause anzukommen und sich wieder einzuleben. Deshalb, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendein Anliegen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.